Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern. Nibelungenlied für das Teutsche Haus von Emil Engelmann. In der letzten Folge haben wir darüber erfahren, wie die Burgunden an den Donaustrand gelangt sind und durch das Bayernland gewandert sind und dort ein bisschen, eine kleine Scharmützel abgehalten hatten. Jetzt aber machen wir weiter mit dem 28. Abenteuer, wie die Burgunden zu Etzels Burg kamen. So waren die Burgunden nun in dem Heunenland. Bald hörte es von Berne der Meister Hildebrand. Der sagt es seinem Herren Dietrich dem König her. Herrn Dietrich ward der Herr im Herze von dieser Botschaft schwer. Er war schon manche Jahre in König Etzels Land, und manche Kunde ward ihm voll allen Land bekannt. Durch Wolfhart ließ der Marschall des Ross er führen vor und ritt mit seinen Degen in Eilen aus dem Tor. Die Gäste zu begrüßen, hinaus aufs freie Feld, die hatten aufgeschlagen, dort Lager und gezelt. Als nun von Tronje Hagen die Berner Helden sah, zu seinen Herren sprach er nach Hofes Sitte da: Nun hebt euch von den Sitzen und wollet wohl empfangen, die Helden, die zum Gruße uns hoch zu Rosse nahen. Mir ist dies Herr Gesinde von langer her bekannt, es sind die schnellen Degen von Amelungenland. Sie führt Dietrich von Berne, der ist gar stolz gemut, verschmähet nicht die Dienste, die uns der König tut. Es stiegen von den Rossen, so war es Fug und Recht, mit Dietrich nun hernieder, gar mancher Herr und Knecht. Sie gingen zu dem Orte, wo man die Helden fand. Da grüßten sie gar freundlich die Herren vom Rheinesstrand. Als Dieterich von Berne die Gäste vor sich sah, da wusste er nicht, ob Liebes ihm oder Leid geschah. Er kannte das Geheimnis, ihm war es leid genug. Er wünschte, Rüdger hätte gewarnt sie vor dem Zug. »Willkommen«, rief er, »Gunther, Gernot und Geiselher, und euch auch Hagen, Dankwart und Volker grüß ich sehr. Sagt an, ihr edlen Degen, ist euch denn nicht bekannt? Noch sehr beweint Herr Siegfried Kriemhild in Etzels Land. Die kann auch lange weinen«, sprach Hagen voller Hohn. »Herrn Siegfried liegt erschlagen, seit manchem Jahre schon. Der steht ob ihrer Tränen nicht auf aus Grab und Tod. Der König von den Heunen soll trösten ihre Not. Von Siegfrieds Todeswunden lasst nun die Rede gehen. Frau Kriemhild lebt und Schaden kann euch genug geschehen. Davor, sprach so von Berne der edle Dieterich, du troste Nibelungen, davor behüte dich. Wie sollten wir uns hüten? Herr Gunther darauf frug. Herrn Etzel schickte Boten, die sprachen oft genug. Wir sollten zu ihm reiten, hierher in dieses Land. Auch hat meine Schwester gar manchen Gruß gesandt. Ich will euch eines raten, sprach Hagen, edle Herren. Lasst euch genau berichten von Dieterich von Bern. Freund Dieterich, ich bitte, wie edle Ritter gut, könnt alles uns entreuen von Kriemhilds Rachemut. Da sprach der Vogt von Berne, das ist gar bald gesagt. Ich hört, wie alle Morgen Kriemhilde weint und klagt, zum reichen Gott vom Himmel in jämmerlicher Not, und all ihr wie klagen ist nur um Siegfrieds Tod. Heut früh stieg sie zu den Zinnen, der Hofburg sie hinan, und sah euch auf dem Felde herreiten, Mann für Mann. Drop freute sich ohn Maßen das wunderschöne Weib. Nun endlich wird gerochen, rief sie, Herrn Siegfrieds Leib. Von dem ist nichts zu wenden, was ihr uns kundgetan, entgegnete drauf Volker, der kühne Fiedelmann. Drum rat ich schnell zu Hofe, dass dorten wir sehen, was uns wohl bei den Heunen von Kriemhild soll geschehen. So ritten die Burgunden zu Etzels Hofe hin. Nach ihres Landes Sitten sah man sie herrlich ziehen. Da wollte bei den Heunen gar mancher kühne Mann den Tronjer Hagen schauen, der jene Tat getan.
Sie wussten all die Meere, die war bekannt genug, dass er da einstens Siegfried von Niederlanden schlug, den Recken allerstärksten der Frau Kriemhilde Mann, drum ward ein großes Fragen bei Hof nach ihm getan. Der Held war wohl gewachsen, das ist gewisslich wahr, gar breit von Brust und Schultern, gemischt schon war sein Haar, mit einer greisen Farbe, die Beine waren lang, sein Antlitz schreckhaft finster und königlich sein Gang. Als nun die Schar der Gäste im Hof beisammen war, da trat auch Frau Kriemhilde zu ihren Freunden da. Mit großem Ingesinde schritt herrlich sie daher und grüßte die Burgunden, ihr Blick war unheilschwer. Nur Geiselher, dem Jungen, gab Handschlag sie und Kuss. Nicht freute den Herrn Hagen der stolzen Feinden Gruß. Er rief, indes er finster den Helm sich fester band: Seid auf der Hut, ihr Degen, aus dem Burgundenland! Ein sonderliches Grüßen hebt Frau Kriemhilde an. Noch nie ward ich empfangen, wie hier es wird getan. Seitdem willkommen Hagen, sprach sie, der gern euch sieht. Doch heißt nicht, dass von mir euch aus Freundschaft es geschieht. Was habt ihr denn zu bringen von Worms mir übern Rhein, dass ihr mir so besonders willkommen solltet sein? Hätt ich gewusst die Meere, Herr Hagen darauf sprach, dass von dem Tronjer Degen Frau Kriemhild gaben mag, so reich wär ich gewesen, hätt ich daran gedacht, ich hätte zu den Heunen euch schon etwas gebracht. Nun frag ich nun die Meere, rief sie, noch etwas mehr. Den Hort der Nibelungen, sagt an, wo ist denn der? Der war ja doch mein eigen, das ist euch wohl bekannt, den solltet ihr mir bringen in König Etzels Land. Bei meiner Treu Frau Kriemhild, das ist schon manchen Tag, dass ich des reichen Hortes der Nibelungen pflag. Den hießen meine Herren versenken in den Rhein, bis zu dem jüngsten Tage wird er wohl dorten sein. Drauf sagte sie hinwieder, ich hab mir's wohl gedacht, ihr habet mir gar wenig davon hierher gebracht, wiewohl ich sein vor Zeiten, da mein er wurde pflag, nach ihm und seinem Herren hab ich manch leiden Tag. Ich bringe euch den Teufel, rief nun der Tronjer wild, ich hab genug zu tragen an meinem guten Schild, dazu an meinen Brünne und meinen Helme Licht, ein Schwert hab ich zu Händen und anderes bring ich nicht. Da sprach die finstre Herrin, ihr Recken allzumal, ihr solltet keine Waffen mitnehmen in den Saal, ich lasse sie verwahren, gebt euer Schwert daher. Bei meiner Treu, rief Hagen, das tun wir nimmermehr, ich tracht nicht nach der Ehre, o Herren, allzu mild, dass ihr zu Herberg traget mir meinen guten Schild und all mein Streitgeräte, ich selbst bin Kämmerer, so lehrt mich's schon mein Vater und nie war's mir zu schwer. O wehe meines Leides, rief Ungemut Kriemhild, warum will denn mein Bruder und Hagen Schwert und Schild nicht aus dem Händen lassen? Voll Argwohn ist ihr Mut, wüsst ich, wer dies getraten, dem käme es nicht zu gut. Da gab voll Zorn ihr Antwort Herr Dietrich allsogleich, ich bin es, der gar warnte, die edlen Fürsten reich, und Hagen auch den Kühnen, hier steht der es getan, nur zu, du Wallendine, versuch's und komm heran. In Schweigen sah zur Erde des König Etzels Weib. Es scheute doch die Grimme Herrn Dietrichs starken Leib. Mit ihrem Ingesinde schritt ohne Gruß und Wort, sie zorneswilden Blickes schnell nach dem Saale fort. Da fassten bei den Händen zwei edle Degen sich. Der eine war Herr Hagen, der andere Dieterich. Der Berner sprach in Trauer, o wehe dir und mir, die Fahrt zum Heunenlande bringt noch in Not euch hier. So standen beieinander die Helden sorgenreich, an hoher Heldentugend einander beide gleich. Da sah sie König Etzel, zu fragen hub er an, wer ist denn dort bei Dietrich, der Recke wohl getan? Das ist, ward ihm zur Antwort, ein trotzger, kühner Mann, von Tronnige gebürtig, der Sohn von Aldrian. Herr Hagen ist der Degen, der Grimmige genannt, sein Mut wird euch, Herr Etzel, noch sicherlich bekannt. Einst kannt ich einen Hagen, das war ein kühner Mann, sprach Etzel, große Ehre er hier bei mir gewann. Ich machte ihn zum Ritter und gab ihm Gut und Gold,
Auch Helke war, die Edle, den Degen immer hold. Daher ist mir von Hagen auch vieles wohl bekannt. Als Geisel brachte Kinder man einstens mir ins Land. Ihn und den starken Walter, die wuchsen hier heran. Herr Hagen, der zog heimwärts und Walter auch entrann. Mit Hildegrund der Schönen, was vor dem war geschehen, daran gedacht der König, da den er heut gesehen, der ihm einst in der Jugend so gute Dienste bot, doch jetzt schlug er im Alter ihm manche Freunde zu Tod. Das war doch mal was. Also noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung. Die Burgunden kamen an. Dietrich von Berne hat die Leute abgefangen, die Burgunden, und hat ihn schon mal vorgewarnt. Natürlich wusste Hagen das schon vorher, aber das war noch mal für ihn eine Bestätigung, dass er richtig liegt. Und in dieser Vorwarnung gingen sie dann in Etzels Land, in seine Burg. Und nicht Herr Etzel hat sie begrüßt, sondern Frau Kriemhild war als erstes da, ja, die Königin Kriemhild, die Heunenkönigin. Und ja, das ging halt nicht so toll aus. Das ist natürlich kein offizieller Empfang, ne? Der König muss die Gäste erstmal empfangen und dann geht es erstmal richtig los. Deswegen ging die Kriemhild wahrscheinlich schon mal vor und hat sich schon mal als erstes sich angeschaut. Und ihr ist da direkt klar geworden, dass der gute Hagen bzw. der Dietrich genau wissen, was die gute Kriemhild vorhat. Und das ist ihr ein bisschen bitter aufgestoßen. Dementsprechend hat sie erstmal beiseite gelassen. Und der gute Etzel bleibt im Hintergrund und wartet erstmal ab. Gut. Machen wir weiter mit dem nächsten Abenteuer. 29. Abenteuer. Wie Hagen und Volker vor Kriemhild nicht aufstanden. Der kühne Held Herr Hagen und König Dieterich mit manchem Handschlag trennten sich voneinander sich. Da sah der Tronjer Recke bei Geiselherren stehen, den Fiedelmann Herrn Volker, den bat er mitzugehen. Weil er gar wohl erkannte Herrn Volkers starken Mut, der war in jeder Tugend ein Recke kühn und gut. Man ließ die Herren noch immer im Hofe warten stehen, drum wollten diese beiden nach Grund und Ursach sehen. Sie schritten vor dem Hofe, vor einen Palast weit, die auserwählten Degen, die scheuten niemands Neid. Dem Palast gegenüber, da stand ein hoher Saal, das war der Saal Kriemhildens, stolz ragte er zu Tal. Dort setzten sich die beiden auf eine Bank von Stein, hell strahlten ihre Panzer von Gold und Edelstein. Gleich wilden Tieren gafften danach dem Heldenpaar, dem kühn vermessenen Starken, den heulenden Ritter Schar. Und durch ein Fenster schaute Kriemhild die Königin, aufs Neue war bekümmert der stolzen Herren Sinn. Sie dachte ihres Leides und hub zu weinen an. Da wunderte die Heunen, was man ihr angetan, dass ihr so plötzlich schwelle der Tränen wilde Flut, und zu den Fürsten sprachen die Degen kühn Gemut. Wir haben euch doch eben noch frohen Muts gesehen. Von welchem Gast ist Böses, o sprechet euch geschehen? Weil er noch so herrlich, der Leid euch angetan, wenn ihr es uns rächen heißet, soll er den Tod empfahen. Dem wollt ich immer danken, rief sie, der dieses Leid mir rächte, was er wünschte, des wär ich ihm bereit. Ich beug mich euch zu Füßen und bitt euch flehentlich, an Hagen dort von Tronja, dem Mörder, rächet mich. Da griffen 60 Heunen gar schnell zu Schwert und Speer, zu rächen an Herrn Hagen Kriemhild die Fraue her. Doch als die kleinen Häuflein die Königin ersah, sprach zu den Heunen Degen fast ungemut sie da. Von dem Beginnen rat ich, euch besser abzustehen. Ihr werdet zu so wenig den Hagen nicht bestehen. Ist kühn und stark der Tronjer, ihr Herren, nun so wisst, noch kühner, viel und stärker ist der bei ihm ist.
Der Fiedelspieler Volker, das ist ein schlimmer Mann, den man nicht gar so leichtlich im Kampf bestehen kann. Da scharten sich 300 stracks um die Königin, nun war der Hasterfüllten die Zahl nach ihrem Sinn. Als sie die Streitbereiten so wohl bewaffnet sah, sprach zu den Heunenrecken sie stolzen Mutes da. Nun hart nach eine Weile, ihr sollt noch stille stehen, denn ich will unter Krone zu meinen Feinden gehen. Vernehmen sollt ihr alle, was mir da einst getan, der grimme Degen Hagen, Herr Gunthers Lehensmann. Ich weiß so, ihn so vermessen, er leugnet es mir nicht, nein, ohne Scheue sagt er, mir ist ins Angesicht. Bald sah der Fiedelspieler, der heldenkühne Mann, von einer Treppe nieder die finstre Kriemhild nahen. Aus ihrem hohen Hause, als dieses er ersah, zu seinem Herr Gesellen sprach unmutsvoll er da. Nun schauet doch, Freund Hagen, wie dort die stolze naht, die uns so treu vergessen ins Land geladen hat. Ich hab so viele Degen, mein Leben nicht gesehen, wie mit ihren Heunenweibe dort Streit gerüstet gehen. Mich dünket fast sie hege und sinnen gen euch Hass. Drum hütet euch, ich rate, in aller Treue das. Wenn euch das Leben lieb ist, verwahret euch bei Zeit. Die Brust der Heunenrecken ist ganz unmäßig breit. Ich glaub, sie tragen Seide und drunter Panzerhemd. Was sie mit diesen meinen, das ist euch wohl nicht fremd. Da sprach der starke Hagen, der kühngemute Mann. Ich weiß es gut, dies alles wird gegen mich getan. Nun saget mir, Freund Volker, wollt ihr mir wohl bestehen? Wenn gegen mich mit Schwertern die Heunenrecken gehen? Gewiss werd ich euch helfen, versprach der Fiedelmann, und käm der König Etzel auch selber mit heran, samt allen seinen Recken. Nicht eines Fußes breit weich ich, solang ich lebe, von diesem Volk beiseit. Der räuche Gott vom Himmel, der lohnt es euch sehr, rief Hagen, kommt zum Streiten, was brauche ich noch mehr? Wenn ihr mir, edler Volker, so gute Hilfe leiht, die Feinde mögen kommen, ich bin für sie bereit. Kommt, steht auf vom Sitze, mahnt ihm der Fiedelmann, die Königin der Heunen, sie tritt zu uns heran. Lasst uns in Ehre bieten, es ziemt sich immerhin, nach edler Heldensitte, sie ist mal Königin. Nein, mir zu lieb, sprach Hagen, bleib sitzen, sonder Wank. Wenn wir uns vor Kriemhilden erheben von der Bank, so wähnen diese Degen, es sei euch Furcht geschehen, um dieser Heunen willen, da braucht kein Held zu stehen. In aller Welt, was frag ich nach König Etzels Weib? Ich tu es nicht, verlör ich, auch Leben, Drob und Leib. Der stolze Hagen legte auf seine Knie hin, ein Waffen blank und schimmernd, ein lichter Jaspin schien. Vom Knauf des guten Schwertes, so grün als wie das Gras, wohl kannte es Frau Kriemhilde, Herrn Siegfrieds Schwert war das. Als sie die Waffe schaute, da kam ihr Jammersnot. Von Golde war die Scheide, die Borte purpurrot. Aufs Neue hob voll Leides sie laut zu weinen an, doch darum eben hatte Herr Hagen es getan. Herr Volker auch, der Schnelle, zog näher zu der Bank, den starken Fiedelbogen, gar groß war er und lang, und einem Schwerte glich er, wohl scharf genug und breit, in stolzem Schweigen saßen, so beide kampfbereit. Es dünkten sich die Recken, die Kühnen da so her, aufstünden von dem Sitze, aus Furcht sie nimmermehr. Vor niemand auf der Erde, da trat vor ihren Fuß die Königin der Heunen und bot gar grimmen Gruß. Sie sprach, nun sagt mir Hagen, wer hat nach euch gesandt, dass ihr zu reiten waget, hierher in dieses Land, obgleich klar wohl ihr wisset, was ihr mir angetan, werd ihr bei Sinnen hättet, ihr nieß euch unterfahren. Nach mir, begann der Tronjer, hat niemand ausgesandt, jedoch 3 edle Degen lud man in dieses Land. Die heißen meine Herren, ich bin ihr Lehensmann. Wenn sie zu Hofe reiten, bleib ich nicht hinten dran. So sagt mir, frug sie weiter, warum geschah denn das, ob dessen ich für immer euch trage bittren Hass? Wer schlug den edlen Siegfried, den herzgeliebten Mann, den ich bis an mein Ende niemals vergessen kann? Wozu des langen Redens, rief er, es ist genug. Ich bin es, ich Herr Hagen, der euren Siegfried schlug.
der es mit seinem Leben nach Fug und Recht entgalt, dass Frau Kriemhild die Stolze, die schöne Brünhild schalt. Ich brauch es nicht zu leugnen, ich hab es getan. Nun rächt es, wer da wolle, Weib sei es oder Mann. Sie sprach, da hört ihr's Recken, er leugnet es mir nicht. Er trägt die Schuld an allem, nun tut nach eurer Pflicht. Ich will nicht euch weiter fragen, was ihm auch wird getan. Da sahen die Heunen schweigend sich und die Helden an. Und einer sprach der Degen, was sehet ihr mich an? Wenn ich es doch gelobte, ich fang den Streit nicht an. Um Kriemhilds Gaben willen wag ich nicht meinen Leib, uns möchte nur verleiten des König Etzels Weib. Da sprach dazu ein anderer, so steht auch mir der Mut. Gebt man mir ganze Türme voll Gold und reichem Gut. Den schnellen Fiedelspieler, den möcht ich nicht bestehen, der scharfen Fiedel wegen, die ich bei ihm gesehen. Ein dritter sprach, den Hagen kenn ich seit Jahr und Tag, der starke Held vollführte schon manchen Stolz und Schlag. In 22 Türmen hab ich ihn streiten sehen. Da ist gar viele Frauen Herzleid von ihm geschehen. Er und der kühne Walter, die fochten manchen Strauß, dem Könige zuliebe mit starken Armen aus. Und damals war der Recke an Jahren noch ein Kind, doch schon als Knabe war er so klug wie Greise sind. Seitdem lernt er noch vieles, er ist ein grimmer Mann, auch trägt er Siegfrieds Waffen, Balmung, den er gewann. Damit war es entschieden, kein einziger wagt den Streit. Das war der Frau Kriemhilde im Herzen bitter Leid. Umkehrten all die Heunen, sie fürchteten den Tod von diesen beiden Helden, fürwahr nicht ohne Not. Da sprach der kühne Volker, erfahren haben wir, wie man es uns ja sagte, wir haben Feinde hier. Drum rat ich, dass wir beide zu unseren Herren gehen, dann wird es keiner wagen, im Streit sie zu bestehen. Gern folg ich euch, sprach Hagen, dann gingen Hand in Hand die Helden zu dem Hofe, wo alles harrend stand. Auf dem Empfang von Etzel, das war wohl noch nicht geschehen, da rief der Fiedelspieler, wie lang sollen wir noch stehen und hier uns drängen lassen? Wenn niemand kommen mag, so gehen wir ungerufen vor Etzel ohne Zag. Da nahm Dietrich von Berne Herrn Gunther an die Hand, der Thüring Irnfried führte, Gernot bei dem er stand. Herr Geiselher der Junge, der schritt mit Rüdiger, und Hagen mit dem Fiedler, die trennten sich nicht mehr. Bis zu dem letzten Sturme, und da ging's in den Tod. Davon kam edle Frauen noch jämmerliche Not. Da schritt auch mit den Fürsten zu Etzels Saal heran, ihr edles Heergefolge, das waren 1000 Mann. Dazu noch 60 Recken, die gingen mit hinan, der Tronjer Hagen hatte sie hergeführt vom Rhein. Als so zum Saale schritten die Helden stolz und hehr, da konnte auch König Etzel nicht länger zögern mehr. Er sprang von seinem Sessel, als er sie kommen sah, sogleich ein schönes Grüßen, wo selten mehr geschah. Seid mir gegrüßt, Herr Gunther, rief er, und Gernot, und Geiselher, viel Edler, die ich hierher entbot. In williglicher Treue, von Worms am grünen Rhein, ihr sollt mit euren Degen mir gut willkommen sein. Auch euch heiß ich willkommen, all hier euch beide sehr, Herr Volker und Herr Hagen, ihr Recken, kühn und hehr. Es hat euch manchem Boten, ja meine Frau gesandt, darum grüß ich mit Freude all hier in meinem Land. Da sprach der kühne Hagen, gar wohl ward es uns kund, wär ich mit meinen Herren gekommen nicht zur Stund, ich wäre schon euch zu Ehren geritten in das Land. Da nahm der König Etzel die Gäste bei der Hand und führte sie zum Saale, allwo er selbst uns saß. Er ließ den Degen schenken, gar fleißig tat man das, in walten goldnen Schalen, Morass und Mett und Wein, auf dass die fremden Helden wie in der Heimat seien. Nichts Lieberes, so sprach er, das muß ich wohl gestehen, kommt mir auf diesen Erden von jemand wohl geschehen, als von Burgundenlande durch euch ihr Held mir kam. Nun ist auch Frau Kriemhilde gelöst von Schmerz und Gram. Mich nahm es immer Wunder, dass ich denn wohl getan, da ich doch edle Gäste so viele schon gewann, dass ihr noch nie geruhet, zu kommend in mein Land. Nun ist euch hier ersehen, nur ist mein Herz gewandt. Was sie nur wünschen mochten, gar schnell man ihnen trug. Auf Etzelsburg der Stolzen gab Schenken es genug.
des Weines und der Speisen bot man in vollem Maß, doch nie ein Wirt bei Gästen so listig heuchelnd saß. Am Sonnwendabend war es, so wurde es mir kund, dass bei den Heunen schmausten die Helden von Burgund. Ja. Der gute Hagen, der hat schon Eier. Kann man echt mal so sagen. Da stehen mindestens 300 Mann um ihn herum, alle schwer bewaffnet und gepanzert. Und er hat wirklich die Eier, einfach da zu sitzen, sein Schwert zu zeigen, sein Schild am besten auch noch irgendwo am Anschlag, und keiner traut sich, sie anzugreifen. Also, die Geschichte hier, die ist ja schon uralt. Die ist ja schon, ich weiß nicht, irgendwie im 16. oder 15. Jahrhundert geschrieben. Irgendwas in der Art. Macht mich da nicht auf die Zahl fest. Aber man weiß ganz genau, wer hier der Hauptcharakter ist und wer hier nur Nebendarsteller sind. Man denkt sich ja immer in der heutigen Zeit, wenn man so Kinofilme sieht oder eben Videospiele, dass es doch immer sehr unwahrscheinlich ist, dass der Held in so einer Masse, in so einer Größe gegen eine ganze Schar an Gegner einen niedermetzelt nacheinander. Und man sich ja eigentlich fragt, wie kann das eigentlich sein? In der Wirklichkeit ist das ja auch nicht so. Aber selbst hier hat man es genau so geschrieben, dass die beiden, dass der Hagen und der Volker da sitzen auf ihrer Bank, ihre blanken Waffen zeigen und alle sich fürchten, 300 Mann sich fürchten und keiner möchte angreifen. Das ist schon, na gut. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge bei. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.